Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass das Citizenship by Investment Program von Malta, also die Möglichkeit, den maltesischen Pass per Investment zu erwerben, nicht mit dem EU-Recht in Einklang steht und es muss daher stark abgeändert oder abgeschafft werden. Was das bedeutet, vielleicht auch für dich, das wollen wir einmal in diesem Video näher beleuchten. Du hast es ja wahrscheinlich schon gemerkt, ich kenne Malta ziemlich gut. Ich habe zweimal ein Jahr in Malta gelebt. Wir sind seit 2011 in Malta aktiv. Wir haben schon sehr vielen Mandanten geholfen, nach Malta umzuziehen, dort Firmen zu gründen, dort bestimmte Erlaubnisse und Lizenzen zu erwerben. Und wir waren auch in den ein oder anderen Passantrag hier über das Citizenship by Investment Programm involviert. Ich mag Malta daher sehr gern. Diese kleine Insel, das kleinste EU-Land, es liegt mir am Herzen und wenn dann hier Malta groß in den Nachrichten erscheint, wie jetzt, dann ist es leider ja meistens negativ. Dann verfolge ich das natürlich mit besonderem Interesse. Was ist passiert? Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass das maltesische Citizenship by Investment Programm, also die Möglichkeit, den maltesischen Pass hier für ein ganz erhebliches Investment zu erwerben, bis zu 750.000 Euro kann das kosten. Und dann mit anderen Kosten liegt man schnell bei 1 Million. Dieses Programm ermöglichte es einer kleinen Anzahl von Nicht-EU-Bürgern, einigen 100 pro Jahr, diesen maltesischen Pass zu erwerben. Damit wurden dann hier Mittel generiert, die in Malta investiert wurden, in die Infrastruktur, in Schulen, Krankenhäuser etc. Mehrere Milliarden wurden hier in den letzten Jahren, seitdem das Programm geschaffen wurde, nach der letzten Finanzkrise in Malta investiert. Der Europäische Gerichtshof hat nun befunden, dass dieses Programm wenigstens in seiner aktuellen Form nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Gegen welches EU-Recht hier allerdings verstoßen wird, das wird nicht zu 100%ig klar. Das Urteil erwähnt den Begriff Commercialization 7-mal. Also hier geht es um die Käuflichkeit letztlich der Staatsbürgerschaft. Es gibt allerdings nicht wirklich ein Gesetz, gegen welches hier verstoßen werden könnte. Man wird daher den Eindruck nicht los, dass es sich um eine politische Attacke handelt, dass es hier ums Prinzip geht und eben um Macht. Ich persönlich fand die Idee mit diesem käuflichen Pass hier eigentlich ziemlich gut. Denn man muss sich ja fragen, wie eine kleine Insel wie Malta, also die ist nur 12 mal 20 Meilen groß. Das heißt, du kommst zu dem Auto in 45 Minuten überall hin, einfach ein Felsklotz im Mittelmeer, südlich von Sizilien. Dort leben 500.000 Menschen, wie gesagt, das kleinste EU-Land. Wie soll eine solche Insel hier Einnahmen generieren? Und was ist die Alternative, den anderen EU-Ländern auf der Tasche zu liegen? Also so hat sich Malta eben einige kreative Programme hier einfallen lassen. Wie gesagt, dieser Pass war jetzt nur eines. Malta ist ja auch bekannt für günstige Steuern. Malta ist bekannt als Hub für Online-Casinos. Auch hier hat man sich einen Namen gemacht. Dann auch im Kryptobereich und generell in Finanzdienstleistungen in der EU ist Malta auch ziemlich prominent. Und natürlich, wie gesagt, der Tourismus spielt natürlich hier eine große Rolle. Jetzt also hier zu sagen durch den Europäischen Gerichtshof, dass dieses Programm hier nicht konform ist. Und da muss man natürlich auch hier nochmal anbringen, dass ja der EU-Staatsanwalt, also der EU-General Attorney Collins, im Oktober 2024 erst befunden hat, dass das Programm EU-rechtskonform ist, ja. Und es empfahl dem Gerichtshof hier, die Klage gegen Malta fallen zu lassen. Dass also jetzt hier der Europäische Gerichtshof sich anderweitig entschieden hat und hier Malta tatsächlich verurteilt, finde ich persönlich schon besorgniserregend. Es zeigt ja wieder mal eigentlich, wie antidemokratisch die EU wirklich ist. Eigentlich sollte doch jedes EU-Land selbst entscheiden können, wem es hier tatsächlich eine Staatsbürgerschaft gibt und unter welchen Bedingungen. Eine EU-Staatsbürgerschaft an sich gibt es ja ohnehin nicht. Malta hat eben hier diese Möglichkeit geschaffen, Investoren gegen ein sehr hohes Entgelt eine solche Staatsbürgerschaft zu erwerben, mit natürlich dann allen EU-Vorteilen. Man kann überall in der EU leben, man kann im Schengen-Raum dann hier barrierefrei reisen. Malta ist ja Teil des Schengen-Raums. Und wir reden hier, wie gesagt, von einer sehr kleinen Anzahl. Wenige 100 Pässe sind hier jährlich herausgegeben worden. Man hat hier natürlich Sorgen gehabt in der EU, dass auf einmal hier Horden von Russen und Iranern und Nordkoreanern hier auf einmal dann visafreien Zugang erhalten
zum Schengen-Raum, zur EU. Aber das war ja im Grunde genommen nie die Absicht Maltas. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann haben natürlich hier russische Staatsbürger Pässe auch bekommen. Aber nach meiner Erfahrung und nach meiner Auffassung hier ist die Missbrauchsrate, und Missbrauch lässt sich ja nie hundertprozentig vermeiden, relativ klein. Wir haben einigen wenigen Mandanten geholfen bei diesem Antrag auf einen maltesischen Pass. Und ich muss sagen, meine Erfahrung damit ist eher negativ. Und nicht negativ, weil hier letztlich der Korruption Tor und Tür geöffnet werden. Also es ist bei weitem nicht so, dass man hier mit einem Geldkoffer ankommt und dann wird einem der Pass hinterhergeschmissen. Meine Erfahrung damit ist negativ, weil es so extrem schwierig und kompliziert ist, so frustrierend ist. Ja, da wird man wirklich so genau geprüft und so genau durchleuchtet, wie man das bei kaum einem anderen Programm kennt. Ich meine, wir helfen ja Mandanten, Pässe in einigen Ländern zu bekommen, zum Beispiel auf den Inseln in der Karibik. Und auch schon dort ist es ziemlich streng, ja. Also zum Beispiel, wenn du jetzt hier an einem Firmengeflecht beteiligt bist und einen solchen Pass beantragst, dann musst du für jede dieser Gesellschaften, an denen du beteiligt bist, hier Jahresabschlüsse bringen, zum Teil möglicherweise sogar testiert, ja. Also schon das hier, die Karibikpässe, sind schon ziemlich streng. Malta war aber noch viel strenger. Und meiner Erfahrung nach waren die Maltesen knallhart. Also du zahlst da deine 750.000 und wenn da dann irgendwelche Verdachtsmomente gegen dich aufkommen, ja, dann sind die erstmal eingefroren. Möglicherweise jahrelang. Und wir kennen solche Fälle, wo sowas passiert ist. Du kannst dir vorstellen, wie die Mandanten dann reagieren. Also 750.000 Euro, das ist für jeden schon ziemlich viel Geld. Ja, da können die wenigsten sagen, ist mir egal, die 750.000 sollen die halt irgendwo auf einem staatlichen Bankkonto verrotten und ist mir egal, was damit passiert. Ja, also das ist schon wirklich ärgerlich. Also daher meine Erfahrung eher negativ. Ich habe den maltesischen Pass nie jemandem empfohlen. Ja, genau aus dem Grund, weil es wirklich frustrierend ist, es lange geht, aufwendig ist und man sich damit jede Menge Ärger machen kann. Für EU-Bürger, wie gesagt, kam das Programm ja sowieso nicht in Frage. Und wenn du wirklich den maltesischen Pass willst, kannst du da einfach 3-4 Jahre leben und dann kriegst du ihn sowieso als EU-Bürger. Ja? Da musst du nicht in dieses teure Programm investieren. Es ist doch gar nicht für EU-Bürger gedacht. So, und das ist eigentlich durchgehend meine Erfahrung in Malta. Bei allem. Beim Firmengründen, bei einer Lizenz für ein Online-Casino beantragen, bei einer Finanzdienstleistungslizenz zu beantragen, eine Kryptolizenz zu bekommen. Das alles sind Prozesse, die wir mit Mandanten durchlaufen haben in Malta. Alle diese Prozesse dauern wahnsinnig lang, sind schmerzhaft, kompliziert, frustrierend. Es ist mit Sicherheit nicht so, dass du hier in Malta ankommen kannst mit jeder Menge Kohle und dann sagen kannst, hier, gib mal rüber, ich unterschreibe irgendwo und dann ist völlig egal, was Sache ist, dann schaut niemand die Details an. Absolut nicht, ja. Also hier wird sehr genau geprüft in Malta durch die Behörden. Ich kenne hier keinen einzigen Mitarbeiter, der hier in irgendeiner Weise korrupt war. Jeden Mitarbeiter, den ich kenne in Malta von Behörden, dem ist die persönliche Integrität extrem wichtig. Die würden sich nie auf sowas einlassen. Ich habe ja auch schon einige Videos darüber gemacht. Ja, wir haben ja zum Teil Konten eröffnet dann bei maltesischen Banken, Bank of Valletta, HSBC und auch BANIF hier für die Unternehmen, die wir auf Malta gegründet haben, für Mandanten. Extrem schwierig. Bis du das Konto erstmal bekommst, musst du einen Businessplan einreichen, selbst wenn du auf Malta wohnst. Und dann kannst du ein halbes Jahr warten, bis das Konto da ist. Und dann machst du irgendwelche Überweisungen, zum Teil nur 4.000, 5.000 Euro und dann wird die erstmal gesperrt und du musst nachweisen, was hier die wirtschaftliche Grundlage dieser Überweisung ist. Also Vertrag, Rechnung und so weiter dann zeigen. Also auch hier, es ist garantiert nicht so, dass die hier schmerzfrei sind in Malta. Das Gegenteil ist der Fall. In vielen Ländern, in vielen großen EU-Ländern, zum Beispiel Deutschland, ist es viel einfacher, hier mit großen Beträgen zum Beispiel zu hantieren. Da werden viel weniger Fragen gestellt. Daher entsteht hier in der Öffentlichkeit leider das komplett falsche Bild in Malta. Und natürlich die großen EU-Länder, wie zum Beispiel Deutschland, die lachen sich ins Fäustchen, denn denen ist natürlich schon immer Malta ein Dorn im Auge gewesen, weil dort natürlich dann auch deutsche Unternehmen, deutsche Unternehmer hinabwandern und dann natürlich dort unglaubliche Steuervorteile genießen können. In Malta ist die effektive Körperschaftssteuer nur 5%. Für dich persönlich sind Auslandseinkünfte steuerfrei. Also da kann man steuerlich sehr interessante Dinge machen in Malta. Und das ärgert natürlich gerade den deutschen Staat. Ich frage mich natürlich hier, was jetzt für die EU schädlicher ist. So ein paar hundert Personen, die hier einen solchen maltesischen Pass bekommen oder zum Beispiel jetzt Millionen von Flüchtlingen, die man ja hier offensichtlich ohne weiteres in die EU reinlässt, zum Beispiel in Ländern für Deutschland. Was ist für die Gesellschaft, was ist für die EU herausfordernder? Ja? Also man muss ja gar nicht sagen, dass es negativ ist, aber was bringt dem Staat höhere Kosten
und möglicherweise gesellschaftliche Herausforderungen? Ich denke, die Antwort ist klar. Da wird hier meiner Meinung nach absolut die Mücke zum Elefanten gemacht. Hier wird letztlich ein Problem, was eigentlich gar kein Problem ist, komplett aufgeplustert, damit hier der Staat Malta beschädigt wird. Und zu sagen, dass Malta gegen EU-Recht hier angeblich verstößt, was meiner Meinung nach absolut nicht gegeben ist, aber dabei gleichzeitig zu verschweigen, wie zum Beispiel hier Deutschland, wenn es Deutschland passt, regelmäßig gegen EU-Recht verstößt. Also wir erinnern uns an Dinge wie zum Beispiel die Wegzugsteuer, die ja schon mal hier vom Europäischen Gerichtshof letztlich als nicht rechtskonform eingestuft wurde jetzt gerade wieder eingeführt von Deutschland vor einigen Jahren. Wir erinnern uns an Dinge wie zum Beispiel die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie, die von Deutschland komplett ausgehöhlt wird, wo Deutschland mehrere Urteile hier vom Europäischen Gerichtshof hat erdulden müssen und relativ wenig gemacht hat. Ja, hier geht es um Dinge wie Quellensteuerbefreiung bei Holdinggesellschaften. Und wenn diese zum Beispiel in Luxemburg ist, einer deutschen GmbH, dann ist es regelmäßig so, dass Deutschland die Quellensteuerbefreiung verweigert hat und immer noch verweigert. Also da könnte ich jetzt viele Beispiele bringen, wie zum Beispiel auch Deutschland hier meiner Meinung nach regelmäßig gegen EU-Recht verstößt, wenn es hier dem deutschen Staat nicht passt und er sich nicht an EU-Recht halten möchte, aber natürlich ansonsten immer die EU-Fahnen hier hochhält, wenn es jetzt gerade einem in den Kram passt und opportun ist. Und natürlich haben es auch die Medien hier auf Malta abgesehen. Ich meine, wir hatten hier schon einige Mandanten, denen wir geholfen haben, ganz komplett legal eine Yacht in Malta zu registrieren. Und da hat sich mal hier der Spiegel festgebissen an einem unserer Mandanten, ein Prominenter, und hat hier auf sehr dubiose Weise, ohne es genauso zu schreiben, den Anschein erweckt, als hätte dieser Prominenter hier unrechtmäßigerweise Steuervorteile in Malta ausgenutzt, was sowieso kompletter Quatsch war. Der Spiegel musste dann sogar eine Gegendarstellung drucken. Bizarrerweise hat er dann bis zum deutschen Verfassungsgericht geklagt, der Spiegel. Und dieser hat dann dem Spiegel Recht gegeben. Nun, diese Entscheidung war möglicherweise richtig, denn wie gesagt, der Artikel hat nicht gesagt, dass der Prominente hier tatsächlich unrechtmäßig Steuern hier in Malta gespart hat, aber er hat eben den Eindruck erweckt, er hat den Mandanten hier in die Nähe einer solchen unrechtmäßigen Steueroptimierung gerückt. Und das hat dem Image dieses Mandanten auf jeden Fall geschadet. Übrigens ist die Gegendarstellung immer noch online bei Spiegel. Ich habe es mir jetzt mal angeschaut. Also runtergenommen haben sie nicht, obwohl das Bundesverfassungsgericht dann hier im Sinne des Spiegel entschieden hat. Und hier gibt es dann natürlich viele Beispiele. Wir hatten zum Teil hier schon in Malta bei uns im Büro Reporter mit versteckter Kamera, ja, die dann versucht haben, uns hier irgendwie zu zweifelhaften Aussagen zu bewegen, während die Kamera läuft. Also ganz bizarres Verhalten hier von Teilen der deutschen Presse, muss man wirklich sagen. Aber es ist eben nicht nur die ausländische Presse, die hier letztlich Malta diskreditiert. Leider muss man sagen, dass es auch Kräfte in Malta gibt, die hier ordentlich daran arbeiten, das Image von Malta zu ramponieren. Das war auch jetzt wieder hier der Fall bei den Pässen. Hier muss man sagen, dass zum Beispiel die Stiftung der auf grausame Weise getöteten Journalistin Daphne Caruana Galizia auch nicht sich besonders mit Ruhm bekleckert. Diese Journalistin, sie wurde ermordet, das hast du vielleicht mitbekommen, sie wurde ermordet 2017, hier wurde eine Autobombe gezündet, sie hat hier Korruption in Malta aufgedeckt, da will ich gleich noch was dazu sagen. Sie hat sich davor auch schon dann mit den Panama Papers dann intensiv beschäftigt und auch hier muss ich sagen, hat sie Dinge veröffentlicht, die absolut keine Hand und Fuß hatten und hat hier pauschal jeden, der eine Firma mehr oder weniger in Malta hatte, verurteilt und gesagt, dass man hier mit der Mafia unter einem Dach steckt und so weiter. Also völlig absurd. Was hier passiert ist, ist komplett schrecklich. Und natürlich muss man sagen, in Malta gibt es schon Probleme, also zumindest innerhalb der maltesischen Bevölkerung, innerhalb der maltesischen Machtstrukturen. Da kann man möglicherweise schon sagen, dass es da vielleicht Korruption gibt. Ich meine, das liegt irgendwo auch in der Natur der Sache bei einer solchen Insel, ja. Also wie gesagt, 500.000 Einwohner, eine kleine Community, wo jeder jeden kennt und so. Also, dass hier Vetternwirtschaft und Korruption in gewisser Weise vorkommt, das kann man sich schon vorstellen, ja. Also es gab seit 2010 etliche Autobomben, die da in Malta gezündet wurden, wo dann verschiedene Personen Opfer wurden. Gott sei Dank sind nicht bei jedem dieser Anschläge Menschen gestorben, aber es sind auch Menschen gestorben. Also man kann schon vielleicht sagen, dass da hier in Malta, in der Gesellschaft, in der Machtstruktur hier, in der politischen Kaste es vielleicht schon zu einem bestimmten Klüngel kommt. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich habe davon als Ausländer nie irgendwas mitbekommen. Und ich kenne auch keinen einzigen Maltesen, der hier in eine solche Sache zumindest offensichtlich involviert wäre
oder der hier hausieren geht, damit, dass man sagt, naja, gib mir einfach Geld und dann werde ich hier alles für dich besorgen. Also meine Erfahrung in Malta ist genau das Gegenteil mit den Maltesen. Die sind absolut unbestechlich, da bringt der Geld überhaupt nichts, da musst du warten, bis du an der Reihe bist und möglicherweise wartest du sehr lange. Das heißt also, natürlich ist es gut, hier auf Korruption hinzuweisen, ganz klar. Und diejenigen, die verantwortlich sind für Korruption und dann für solche schrecklichen Straftaten wie dieses Attentat auf die Journalistin Daphne Caruana Galizia, natürlich müssen die hier entsprechend bestraft werden. Aber mir geht es darum zu sagen, dass man nicht auf Basis solcher Probleme hier dann darauf schließt, dass generell hier alles in Malta korrupt ist und dass das ein nicht funktionaler Staat ist. Und das ist genau das, was dann hier durch solche Urteile, wie wir es jetzt gehört haben, hinsichtlich des Malta Citizenship by Investments Programm und auch dieser anderen Medienberichte hinsichtlich Yachten, Steuern und so weiter vielfach tatsächlich der Fall ist. So, daher meiner Meinung nach, ich kann Malta jedem empfehlen. Man muss sehen, was passiert bei dem Citizenship by Investment Programm. Das jetzige Programm ist erstmal tot. Wie gesagt, ich hätte es ohnehin nie jemandem empfohlen. Wie gesagt, es war ohnehin nicht für EU-Bürger. Vielleicht legen sie jetzt ein neues Programm auf und versuchen das dann hier anderweitig zu gestalten. Aber mal abgesehen vom Pass ist natürlich Malta sehr interessant, zum einen als Wohnsitzland, zum anderen eben als ein Standort für eine EU-Gesellschaft. Da kann man sehr viel Steuern sparen. Da kann man sehr attraktive Modelle schaffen. Ich habe es ja schon in vielen Videos gesagt, meiner Meinung nach ist Malta sehr viel besser als Zypern. Hat verschiedene Gründe. Schau dir am besten die Videos an, wenn dich meine Meinung zu diesem Thema interessiert. Also, ich finde, Malta ist sehr zu empfehlen. Mir gefällt Malta. Ich habe da eine gute Zeit verbracht mit meiner Familie. Man muss hier wirklich die Spreu von Weizen trennen, wenn es um die Berichterstattung geht und sollte sich hier nicht zu schnell verunsichern lassen. Wenn auch du an Malta interessiert bist, sei es jetzt als Firmenstandort oder eben auch als Ort, wo du vielleicht einen Wohnsitz begründen möchtest, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wie ich schon gesagt habe, sind wir seit 2011 in Malta aktiv, haben vielen Mandanten schon geholfen, dorthin umzuziehen und ganz unglaublich viel Steuern zu sparen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, nicht nur in Malta, sondern auch in anderen Ländern. Und ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.